Der englische Musikhistoriker und Komponist Charles Burney notiert 1772 in sein Tagebuch: Die Venezianer haben außer den theatralischen wenig Belustigungen. Spazierengehen, Reiten und alle andere ländliche Ergötzungen sind ihnen versagt. Diesem hat man es einigermaßen zuzuschreiben, dass die Musik so häufig ist und mit so vielem Aufwande betrieben wird. Einer der größten Musiker und Lehrmeister der Lagunenstadt ist Giovanni Gabrieli, der Neffe des ebenso berühmten Andrea Gabrieli. Giovanni Gabrieli stirbt am 12. August im Jahre 1612. Er vermacht überraschend am Totenbett seinen Ring seinem Lieblingsschüler, einem Deutschen, Heinrich Schütz. Wie wird jemand so ein Musiker? Wie kann das möglich sein? Ich bin darauf dann gestoßen, dass die Schule zur Zeit von Schütz und auch die Schule, die er besucht hat, eine ganz starke Musikausrichtung hatte. Also sie hatte einerseits einen Musikschwerpunkt, das bedeutet ganz konkret 4 Stunden Gesang pro Tag. Es ging frühzeitig los um 6 und ging bis abends um 8. Also war eine Ganztagsschule, an der Choralgesang auf der Tagesordnung stand, an der Polyphonie, das bedeutet mehrstimmiger Gesang, auf der Tagesordnung stand. Und gleichzeitig war die Schule auch sehr stark mit Mathematik verknüpft, also Logik. Mehrere Stunden am Tag ging es um Logik. Und so hat man einen Balanceakt geschaffen zwischen Musik, die ja auch logischen Gesetzen folgt, und Mathematik. Ende des 16. Jahrhunderts gilt das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Kopernikus. Johannes Kepler entdeckt dazu die Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich die Planeten um die Sonne bewegen. Aber eine Frage bleibt: Was hält die Welt im Innersten zusammen? Wenn wir wissen, dass im Geburtsjahr von Heinrich Schütz weit über 100 Hexen in diesem Jahr verbrannt wurden, dann weiß man eigentlich, glaube ich, nur an diesem einen Aspekt letztlich auch, in welche Zeit ein Heinrich Schütz hineingeboren wurde. Und wenn wir dann vor allen Dingen im Verlauf des 17. Jahrhunderts in den Zeiten des Großen Krieges feststellen, dass ein Sinken des Lebensmutes da war, dass eine Lebensangst sich breit machte, dann ist das ein relativ normaler Prozess. Und umso mehr erstaunt es dann eigentlich auch, in welcher Intensität wiederum Kunstwerke entstanden, wissenschaftliche Entdeckungen gemacht wurden, die letztlich aus diesem Zeitalter der Renaissance heraus den Menschen wieder ein Stück weiter nach vorne gebracht haben ins Licht. Weißenfels ist eine Ackerbürgerstadt. Hier kreuzt sich die Salzstraße mit der Via Regia, die von Kiew bis Santiago de Compostela reicht. 1590 erbte Christoph Schütz den Gasthof zum Goldenen Ring in Weißenfels, der bis dahin der Großvater von Heinrich führte. Das war der Grund, warum die Familie in diesem Jahr von Köstritz nach Weißenfels zog. Und Heinrich ist in diesem Gasthof zusammen mit seinen Geschwistern groß geworden. Hier lebte übrigens auch noch die Großmutter. Es war quasi ein 3-Generationen-Haushalt. Zu den älteren Geschwistern und dem jüngeren Bruder Georg, die hier mit Heinrich Schütz einzogen, kamen später immer mehr Geschwister. Christoph Schütz hatte insgesamt 12 Kinder, also eine große Familie. Dieser Gasthof lag direkt an der Saalgasse vor dem Saaltor. Das heißt, hier kamen vor allem die Reisenden aus Richtung Merseburg über die Saale und fanden hier diesen Gasthof vor. Es war ein relativ kleiner Gasthof, ein zweistöckiges Haus. Unten gab es einen Gastraum und oben dann die Zimmer zum Übernachten. Es gab einen Hof mit einem Brunnen, dahinter Ställe und dahinter schloss sich ein großer Garten an, durch den der Greislaubach floss. Und begrenzt wurde das Grundstück schon durch die Stadtmauer. Wenn man in dieser Zeit Musik hören wollte,
musste man sie entweder selber machen oder man hatte jemanden angestellt oder engagiert, der sie für einen machte. Dazu gab es die sogenannten Stadtpfeifer. Also die spielten zur Taufe, zur Hochzeit, zur Beerdigung. Die wurden eingeladen, wenn der Rat ein- und auszog, wenn wir besondere Ratswahlen hatten oder irgendwelche großen Besuche von Landesherren oder wichtigen Durchreisenden. Also Musik begleitete den Menschen eigentlich in jeder Lebenssituation. Das war der Jahrmarkt, wo Straßenmusiker unterwegs waren. Aber für den einfachen Menschen war genauso die Musik im sakralen Raum eine quasi tägliche Begleitung. Wir haben die Andachten zu besonderen Anlässen im Familienkreis, auch da wurde gesungen. Da sind dann im 16. wie auch im 17. Jahrhundert ja viele Liedsammlungen erschienen, die speziell im Titel tatsächlich auch führen für die Hausandacht. Und hier wurde ebenfalls im Familienkreis musiziert, also es wurde gesungen, es wurde aber genauso auch instrumental begleitet, je nachdem, wie nun sozusagen die Familie da auch bestückt und begabt am Ende auch war. Prägend für die Gemeindemusik waren die nach der Reformation neu gegründeten Kantoreigesellschaften. Hier singen die Erwachsenen und pflegen die Gemeinschaft. Daneben wurden in den Lateinschulen die Knaben ausgebildet. Hier gab es jeden Tag um die Mittagsstunde eine Stunde Musik. Denn die Knaben wurden hier darauf vorbereitet, in den Gottesdiensten den Gemeindegesang anzustimmen. Denn Orgeln gab es zwar auch schon, aber sie hatten diese Funktion nicht wie heute. Sie wurden also nicht zwangsläufig zur Begleitung des Choralgesangs benutzt. Infolge der Reformation war das unter anderem eine wichtige Aufgabe der Lateinschulen, für die musikalische Ausgestaltung in den Gottesdiensten zu sorgen. Und in Weißenfels wurde an jedem dritten Sonntag mehrstimmig gesungen. Es gab noch keine Zeitungen. Als Gastwirt aber saß man an der Quelle und erfuhr die neuesten Nachrichten zuerst. Eine Wirtsfamilie hatte von Berufswegen den meisten Kontakt mit Fremden und Personen aller Stände. 1599, als Heinrich Schütz 14 Jahre alt war, kam es hier zu einer schicksalhaften Begegnung. Der Landgraf Moritz von Hessen-Kassel reiste in diesem Jahr nach Torgau und übernachtete im Gasthof zum Goldenen Ring. Wir wissen aus der gedruckten Biografie in der Leichenpredigt von Heinrich Schütz, dass der Landgraf den Knaben dort hat so lieblich singen hören. Überall, wo dieser hochgelehrte Mann vorbeikam, ließ er sich von Musikern oder Knaben vorsingen oder vorspielen, denn er war immer auf der Suche nach geeigneten Kräften für seine eigene Hofkapelle. Vielleicht hat der Vater gesagt, oh, mein Sohn ist da, er kann sehr schön singen. Und dann kam es dazu, dass Landgraf Moritz diese Stimme gehört hat und von ihr hell begeistert war. Er wollte Schütz unbedingt sofort mitnehmen an den Kasseler Hof. Obwohl in der gedruckten Biografie, in der Leichenpredigt steht, dass es ein Jahr gedauert hätte, bis der Vater Christoph Schütz sich erweichen ließ, seinen Sohn tatsächlich nach Kassel zu bringen, dauerte es in Wirklichkeit nur 3 Monate. Das ist wahrscheinlich eine falsche Erinnerung von Heinrich Schütz selbst gewesen. Heute wissen wir aus den Reisetagebüchern von Moritz, dass es nicht ganz so lange gedauert hat, denn Landgraf Moritz hat diese Reise im Mai 1599 angetreten und schon im August 1599 hat Christoph Schütz Heinrich selbst nach Rothenburg auf die Sommerresidenz des Landgrafen gebracht und ihn dort übergeben. Das ist einer von diesen Momenten in Schütz' Leben, die das besondere Schicksal ausmachen. Der Vater ist ja ein durchaus selbstbewusster Patrizier gewesen. Und wenn der dann doch am Ende mit seinem Sohn Heinrich nach Rothenburg reist, um in der Sommerresidenz, wo sich halt Moritz, der große Jagdliebhaber, gerade aufhält und ihn dort übergibt, und der dann an seinen Schuldirektor nach Kassel schreibt, hier kommt demnächst ein neuer Eleve, er möge bitte alles vorbereiten, dann ist das natürlich quasi der Türöffner für eine herausragende Karriere. Halleluja, Halleluja.
Schulaufsatz in Form einer kleinen Rede über den heiligen Mauritius, zu Deutsch Moritz. Obgleich es viele und verschiedenartige Mittel gibt, derer sich Feldherren bedienen, die nach den höchsten Gipfeln der Ehre trachten, denke ich doch, dass es keines gibt, welches sowohl vor Gott willkommener als auch vor den Christenmenschen löblicher ist als jenes, welches der höchstmutige Feldherr Mauritius einst gebrauchte, der nicht allein für die wahre Religion tapfer focht, sondern auch bis hin zur letzten Todesstunde standhaft für sie sein Blut vergoss. Denn wer so handelt, dem wird ohne jeden Zweifel jene ewige und unzerstörbare Krone der Gerechtigkeit zusammen mit diesem himmlischen Mauritius und allen Erwählten von Gott, dem dreifach Besten, Größten, aufgesetzt. Ich habe gesprochen. Heinrich Schütz. Schütz schließt die Eliteschule des Landgrafen ab und geht nach Marburg, um wie seine Brüder Jura zu studieren. Bei einem Wiedersehen macht Moritz ihm ein Angebot, das er eigentlich nicht ablehnen kann. Landgraf Moritz trug den Beinamen der Gelehrte, beherrschte 8 Sprachen und investierte enorme Summen in die Ausbildung der hochbegabten Knaben. Und das sollte sich schließlich lohnen. Was hat so ein junger Mensch von der Welt wissen können, ist, dass er eben diese wunderbare Schule hatte, dass diese Eleven die große Bibliothek von Moritz ja da freien Zugang hatten, also benutzen konnten, wie sie Lust und Liebe trugen. Und dann gibt es natürlich auch diese Einrichtungen, die wir vielfach an den Fürstenhöfen haben, auch in unterschiedlicher Ausprägung, das sind diese Wunderkammern. Und Moritz von Hessen hatte eine der faszinierendsten Wunderkammern. Das ist der Zahn eines Narwals und das sind die Insekten und das sind mechanische Maikäfer, die man aufziehen kann, die so klein sind, dass man kaum denkt, dass da eine Mechanik reinpasst. Das sind Spielautomaten, das sind Musikautomaten, das sind Uhren, das sind Modelle von Welten, das sind Globen, das sind Atlanten, die diese Schüler studieren konnten und quasi Weltreisen mit dem Finger unternehmen konnten. Und das erweitert natürlich den Horizont. Mit einem Stipendium von Landgraf Moritz über 200 Taler jährlich tritt Heinrich Schütz 1609 seine erste Venedig-Reise an. Im Gepäck die Jurabücher. Schütz ist aber mit dem Kompositionsunterricht bei seinem Lehrer Giovanni Gabrieli so stark beschäftigt, dass seine Rechtsgelehrtenliteratur unbenutzt bleibt. Im August des gleichen Jahres stellt Galileo Galilei auf dem Campanile sein neuestes Fernrohr vor. Ob seines militärischen Nutzens macht es großen Eindruck. A young German musician who is coming to Venice to study with one of the greatest composers of the time, Giovanni Gabrieli, at the Basilica of San Marco, is going to get to know, first of all, the great music of the great ducal chapel in Venice. He's getting to work with one of the biggest choirs existing in Europe. And he's getting to work alongside some of the greatest instrumentalists known in Europe at this time. But he's also getting to know about music making in other contexts in Venice. And the incredible thing is that these contexts actually make up 95% of what is happening in Venice in musical terms at this time. We frequently nowadays equate Venetian music with the music of the Ducal Chapel of San Marco, but that is mistaken. It simply wasn't like that. Recent archival research has shown how music making in the various private palaces of Venice was commonplace. It was daily. We have patrons of music round every corner in the Venetian city system. Today I will do it. Tomorrow you will do it. The next day somebody else will do it. This can be partly at the roots of Schütz's composition of his early madrigal collection, which may have been used not just as proof of having studied well,
but it can also have stemmed from his activities alongside Venetian composers in the Venetian palaces. Music making in the parish and monastic churches. That is a category of music making that has only been thoroughly investigated in the last 15 to 20 years. In Venice and on the various islands of the Venetian lagoon, we're talking at the time of Schütz of about 200 churches, and some of the churches which were owned and governed by the great confraternities, the Scuole Grandi in Venice. They had their own musical groups. On the other hand, and this is even more important, I think, you have the churches, all the churches where the feast of the patron saint is celebrated every year with music. That's a lot of work for musicians, be they from San Marco, be they private musicians, freelance musicians. And if Heinrich Schütz can work in that circuit, of course, it can be very important for him. Nach zweijährigem Unterricht bei Giovanni Gabrieli erscheint 1611 Il primo libro de madrigali im Druck. Eine Sammlung von 19 Madrigalen in italienischer Sprache. Es war so ein Meisterstück, ein Gesellenstück, wie man das heute eben abliefert, wenn man die Lehrjahre eben beendet, dass sowas von kunstfertig ist, dass man eigentlich daran nur scheitern kann. Also der Anspruch dieser Komposition ist ungeheuerlich. Artifiziellste Verzahnungen in den Stimmen, unwahrscheinlicher Virtuosenreichtum und Ausdruckstiefe geben sich da die Klinke in die Hand und man muss als Interpret eben sehen, wie man damit dann klarkommt. Es ist eigentlich ein Stück, wo zu viele Ideen drin sind. Das ist praktisch der jugendliche Überschwang in Töne gesetzt. Die Qualität der Madrigalkomposition veranlasste Landgraf Moritz, das zweijährige Stipendium um ein weiteres Jahr zu verlängern. Aber Schütz wollte noch mehr lernen und blieb ein 4. Jahr, das ihm seine Eltern finanzierten, allerdings nur bis zum Tod des Lehrmeisters Giovanni Gabrieli im August 1612. Venedig war das Weltzentrum für den Notendruck. Viele Komponisten kamen eigens zur Drucklegung in die Lagunenstadt und tauschten sich untereinander aus. Venedig war der Handelsplatz für die neuesten Kompositionstechniken und Ausdrucksarten. He obviously has soaked up every lesson
that could be learned in Venice. From operatic spectacle, private dramatical performances, to the various kinds of church performances, and also private soirées in the Venetian palaces. Schütz may have known the printed music, but he may not have known the up-to-date sounds used in performing that music. And that may be one of the reasons why he returns to Venice. Im Frühjahr 1613 kehrt Heinrich Schütz nach Kassel zurück. Noch immer ist er sich nicht sicher, ob er den Weg des Berufsmusikers weitergehen soll. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit sich ein Heinrich Schütz immer lässt. Also wir dürfen ja nicht vergessen, er kommt aus Italien zurück und ist bereits 28. Also da haben andere in seinem Alter und andere Mitschüler bereits die Karriereleiter aber ordentlich erklommen, haben schon, wenn nicht ihre Lebensposition, doch eine ganz dicht auf dem Weg dahin erreicht und sind da auch durchaus sehr zielstrebig dabei, an diesem Lebenswerk weiter zu stricken. Und es erstaunt zunächst von außen betrachtet, er kommt hoch ausgebildet und hoch gelobt aus Italien wieder und wird zweiter Organist in Kassel. Diese Stelle wird eigens vom Landgraf Moritz geschaffen, um den Rückkehrer Heinrich Schütz an seinen Hof zu binden. Bei einer Reise an den kurfürstlichen Hof nach Dresden nimmt er Heinrich Schütz mit, der dort nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Mehr, als Moritz lieb sein kann. Selbstverständlich hatte Moritz vor, ihn als seinen künftigen Hofkapellmeister in Kassel aufzubauen. Und jetzt kommt also Dresden dazwischen und man hat das zunächst alles eher versteckt gehandhabt. Man hat ihn zunächst 14 ausgeliehen für einen Anlass und dann eben ab 1615 angestellt, allerdings auch nur vorübergehend. Und man hat auch einige Zeit den Kasseler Landgrafen im Ungewissen gehalten. Also ich denke, Heinrich Schütz war so klug und so weltgewandt, sich aus diesem Streit herauszuhalten. Er hat erkannt, welche Chancen für ihn in Dresden bestehen, dergestalt, dass er möglicherweise Hofkapellmeister eines der wichtigsten Höfe in Deutschland werden könnte. Und letztendlich hat also der neue Kurfürst von Sachsen, Johann Georg I., über den weniger politisch angesehenen Landgrafen von Hessen gesiegt. Also Schütz war so etwas wie eine Masse, die man hin und her zieht. Nach den italienischen Madrigalen, als Gesellenstück in Italien, in Venedig gedruckt, warten wir. Wir warten Jahre, bis dieser Mann dann am Ende quasi mit einem Paukenschlag dann auch auf die Bühne tritt. Also 1619 erscheinen die Psalmen Davids als Opus 2 und und da steht ein herausragender, fertiger Musiker sozusagen auf der Bühne des musikalischen Weltgeschehens und präsentiert sich da auch als ein Neuerer. Ich bin der Meinung, dass der Hörer von heute das lernen muss, wie man Heinrich Schütz hört. Also Sie können nicht, wenn Sie zugetrönt sind von dem Lärm des Alltags und die Reizschwelle extrem weit oben liegt, wo man überhaupt anspringt emotional, können Sie nicht Schütz empfinden. Das geht einfach nicht. Also man muss erst mal runter, zur Ruhe kommen und sich darauf einlassen. Also man hat gar keine andere Wahl. Entweder man lässt sich eben auf diese Musik ein, wodurch man eben reich beschenkt werden kann, durch echt auratische Erlebnisse, oder man verpasst eben diese Chance.